Morgen ist Silvester und ich glaube, jetzt ist Zeit, eine Idee umzusetzen, die ich schon lange mit mir rumschleppe. Vor ungefähr 3 Jahren saß ich mit Freunden zusammen und wir hatten nichts eingekauft für Silvester und wollten aber doch irgendwas in die Luft jagen. Was haben wir gemacht? Wir haben ein bisschen Pflanzenöl genommen, Wasser und das gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte, nämlich einen Ölbrand gelöscht. Ein Jahr später haben wir Folgendes gemacht. Wir haben einen Kochtopf umgebaut und dieser Kochtopf hat innen drin einen weiteren Behälter. In den Topf hier kommt Öl rein, in diesen Behälter hier kommt Wasser rein. Und wenn das Ganze dann brennt, konnte man hier an der Schnur ziehen und dann hat dieses Wasser in das brennende Öl gegossen. War ja schon nicht schlecht, aber ich habe mir damals schon die Frage gestellt, was passiert denn eigentlich, wenn man hier schaut, dass das Ganze durch einen kleineren Querschnitt durch muss. Deshalb haben wir hier diesen Deckel gebastelt, der kam dann damals hier drauf. Dieses Jahr wollen wir noch mal ein bisschen größer denken. Ich habe ein paar Behälter vorbereitet und zwar werden wir zunächst mal mit diesen beiden Feuerlöschern experimentieren. Diesen Feuerlöscher füllen wir mit Wasser, verbinden das Ganze mit dem Kugelhahn, setzen den hier unter Druck und dann müssten wir es eigentlich schaffen, recht schnell, recht viel Wasser in diesen Tank hier zu kriegen, wo hier das Öl am Brennen ist. Und dann im nächsten Schritt nehmen wir noch diesen Ausgleichsbehälter und probieren mal, was damit passiert. Und jetzt zeige ich euch noch meinen absoluten Favoriten, auf den ich mich jetzt hier schon richtig freue. Und zwar habe ich mir einen Topf ausgeliehen. Und der Topf ist, wie ihr seht, ein bisschen größer als dieser hier. Und dann werden wir aber auch noch eine Düse bauen. Ich habe hier noch diese Stahlplatte von dem Panzerprojekt. Und was wir natürlich auch noch brauchen, ist dieses Rohr hier als Düse. Jetzt stehen wir noch vor dem Problem, wie kriegen wir dann relativ viel Wasser hier rein? Und da habe ich mir Folgendes gedacht. Wir nehmen mal diese Gasflasche. Und dann schweißen wir noch dieses Rohr hier, was ich noch übrig habe von einem Projekt, in die Gasflasche rein. Hier oben machen wir einen fetten Kugelhahn dran, setzen das Ganze unter Druck und dann müssen wir es eigentlich schaffen, das Wasser hier relativ schnell in dieses Öl reinzuschießen. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Ich habe eine Bitte an euch, bitte das Ganze auf gar keinen Fall nachmachen. Es ist wirklich gefährlich, ihr könnt euch und andere dabei verletzen. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei dem Video. Ich fange jetzt an zu bauen, bin mal gespannt, ob ich rechtzeitig fertig werde. Wir sind bereit für den ersten Test. Ich fülle das Ganze jetzt mal mit Wasser. Jetzt mache ich mal den Kompressor an. Hier sind jetzt ungefähr 2 Bar drauf. Wir schauen jetzt mal, wie schnell das Wasser hier rausschießt. Achtung! Mir ist jetzt Folgendes aufgefallen, der Tank hier ist mit irgendeiner Gummibeschichtung beschichtet. Jetzt habe ich das Problem, wenn ich hier unten ein Feuer mache, wird das ganze Gummi hier drin heiß, schmilzt und läuft hier raus. Ich werde jetzt einfach die Endkappen hier abtrennen und die Endkappen schweiße ich dann auf dieses Rohr drauf. Geil! Ich brauche noch einen zweiten Deckel. Hier sieht man jetzt richtig gut, dass da eine Beschichtung drauf ist. Irgendwie müssen wir das festspannen. So, unsere 2 Deckel sind fertig. Ich hatte jetzt ursprünglich ja gedacht, wir schweißen das so zusammen. Jetzt kommt mir aber die Idee, eigentlich wäre es sehr cool, das Ganze auch noch so zu testen, ohne diese Düse. Ne? Das heißt, wir schweißen den Deckel gar nicht fest, sondern basteln hier uns seitlich solche Spanner hin. Und dann im nächsten Schritt, da klauen wir uns die Düse von dem Topf hier, weil ich würde gerne das ausprobieren, was passiert, wenn wir hier noch mal länger werden. Ich glaube, das könnte lustig werden. Okay, wir brutzeln das Ding fest. Schön ist es nicht, aber hält. Unser Kessel sieht schon sehr gut aus, was wir jetzt noch machen müssen. Irgendwo muss ja das Wasser rein. Da werden wir jetzt hier noch ein Loch bohren. Dann kommt ein 90-Grad-Bogen innen rein. Hier dann so ein bisschen was mit Rohren schweißen. Da basteln wir jetzt noch was zusammen. Wir müssen ein Loch bohren. 33,5. Oh, Papa, dank dir
habe ich so geiles Werkzeug. Jetzt ist nur die große Frage, wo sollen wir das Loch machen? Passt da das Rohr durch? Ah, nicht ganz. Der erste Kessel ist soweit fertig. Hier sieht man schon, wie das Ganze dann nachher aussehen soll. Wir müssen die jetzt irgendwo befestigen. Und ich habe mir gedacht, ich will nur einmal einen Gasbrenner bzw. einen Ständer bauen für die ganze Geschichte. Deshalb bauen wir das jetzt erstmal für den großen Topf. Und dann kann ich nämlich nachher die anderen Behälter auf dem auch befestigen. Ohne Werkzeug montiert. Mit den Feuerlöschern sind wir jetzt fertig. Wir haben jetzt hier noch die Halterung gemacht. Ihr seht schon, das Ganze ist jetzt hier verbunden. Das heißt, nachher, wenn wir hier Wasser reinfüllen, Druck drauf geben, den Kugelhahn hier öffnen, sollte das Wasser da drüben reinschießen und hoffentlich eine schöne Explosion geben. Wir bauen jetzt als nächstes noch diesen Behälter um. Alter, das passt ja so rein. Herrlich. Wir machen aber den hier wieder dran. Und dann müssen wir ungefähr hier ein Loch machen. Der zweite Behälter ist jetzt auch fertig. Als nächstes baue ich jetzt den Riesentopf. Auch ready? Ja. So, final hier den. So, die Gasflasche. Das heißt, wir sind mit allem eigentlich jetzt durch. Alter, das Chaos hier. Ich krieg die... Ist immer dieses schnell fertig werden. Dann lässt man das ganze Werkzeug liegen. Jetzt machen wir hier noch die Gewinnstangen fertig. So. Finito. Ich würde sagen... Feuerwerk Nummer 3 ist fertig. Ich packe jetzt meine Sachen zusammen, fahre noch zu Freunden und dann wird das ausführlich getestet. Wir haben jetzt alles vorbereitet. Es ist 11:30, gleich ist Silvester. Wir werden jetzt eine ordentliche Ladung Öl in die Luft ballern. Im ersten Versuch haben wir den Feuerlöscher ohne Deckel mit 2 Liter Öl und einem halben Liter Wasser getestet. Wollen wir? Okay, seid ihr bereit? Ja, zieh an der Schnur, Lukas. 1. Wow! Oh, geil! Schön! Herrlich! Oh, richtig gut. Im nächsten Versuch haben wir den Deckel mit der großen Düse montiert. Wow! Wow! Als nächstes haben wir noch die Reduzierung mit der kleinen Düse montiert. 3, 2, 1.
Man sieht hier ganz deutlich, wie ein Feuerball zur Seite austritt. Das hat damit zu tun, weil der Deckel nicht richtig fest war und ein Spalt entstanden ist. Ich glaube, dass ich den nicht richtig festgemacht habe, deswegen. Also wir haben jetzt den großen Topf drauf gemacht. Wir nehmen jetzt die doppelte Menge Öl. Vorher waren es 2 Liter Öl, jetzt haben wir 4 Liter Öl und 1 Liter Wasser. Ich bin gespannt. Ich glaube, bei diesem fetten Topf wird die Explosion nicht nur hoch, sondern vor allen Dingen breit. Da entsteht schon ein riesiger Feuerball, aber der geht definitiv noch größer. Wir probieren das Ganze jetzt nämlich nochmal mit 10 Liter Öl. Bisher hatten wir, ich glaube, 4. Jetzt das Ganze mit 10 Liter Öl. Ich glaube, das geht nochmal mächtig nach oben. Und noch ein bisschen mehr Wasser. Ja. Warum das hier schon so krass brennt, hat damit zu tun, weil der Kugelhahn nicht ganz zu war. Oh shit! Wirklich jedes Mal, wenn ich die Aufnahmen sehe, denke ich mir, ey, dass das so gut funktioniert hat, hätte ich nicht gedacht. Ich freue mich riesig. Ich möchte mich an der Stelle bei ein paar Leuten bedanken, weil ohne euch hätte das Ganze nicht geklappt. Lieber Daniel, lieber Marvin, danke, dass ihr da beim Test dabei wart, dass ihr mich da so supportet habt. Ohne euch hätte ich das wirklich nicht geschafft. Mir hat es richtig viel Bock gemacht. Dankeschön. Lieber Josia, danke für die coolen Videoaufnahmen, die du gemacht hast. Und Nobikook, natürlich danke an euch, dass ich mir den Topf bei euch ausleihen konnte. Und liebe Jeanette, ein Danke und sorry an dich. Ich hatte zu Silvester nicht viel Zeit für dich und es hat sich irgendwie alles um dieses Feuerwerk gedreht. Ich verspreche dir, dass kommendes Silvester alles anders sein wird. Ich werde ein neues Feuerwerk bauen, dazu sage ich aber noch nicht zu viel, aber ich werde es wahrscheinlich automatisiert abschießen können. Euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass ich das Ausdehnungsgefäß gar nicht getestet habe, was ich gebaut habe. Das liegt einfach daran, weil wir nach dem Feuerlöscher einfach direkt den großen Topf ausprobieren wollten. Aber ich bin ganz, ganz sicher, dass wir die nächsten Wochen nochmal einen Test organisieren, wo wir das Feuerwerk bei Tageslicht testen werden. Und dazu machen wir auch noch ein schönes Video, weil ich glaube, dass wenn dieser Feuerball aufsteigt bei Tageslicht, das nochmal richtig, richtig cool aussehen wird. Ich freue mich auf weitere Projekte, wünsche euch ein gutes neues Jahr und bis bald.